Wenn wir an das Ende eines Lebens in der Antike denken, malen wir uns oft dramatische Bilder aus. Epische Schlachten, in denen Imperien auf dem Spiel stehen, tödliche Seuchen, die ganze Städte auslöschen, oder das leise, aber unaufhaltsame Verrinnen der Zeit. Doch die Geschichte, in ihrer unendlichen und oft grausamen Ironie, schreibt manchmal Enden, die jeglicher Logik widersprechen. Enden, die nicht durch ein Schwert besiegelt werden, sondern durch eine herabfallende Schildkröte. In diesem Video ranken wir die 5 bizarrsten, unglaublichsten und seltsamsten Todesfälle der Antike. Wir erforschen Geschichten von tödlicher Fehleinschätzung, kosmischer Ironie und Zufällen, die so absurd sind, dass sie erfunden klingen, aber wahr sind. Bereiten Sie sich darauf vor, die Geschichte Ihrer seltsamsten Seite kennenzulernen. Unser 5. Platz führt uns ins 7. Jahrhundert vor Christus nach Athen und zu einem Mann, dessen Name bis heute ein Echo in unserer Sprache hinterlässt: Draco. Wenn wir heute das Wort drakonisch verwenden, beschreiben wir damit eine unerbittliche, ja fast unmenschliche Strenge. Draco war der Gesetzgeber, der Athens erste geschriebene Gesetze verfasste. Ein Kodex, der so hart war, dass man sagte, er sei nicht mit Tinte, sondern mit Blut geschrieben. Der Tod stand auf fast jedes Vergehen, vom Diebstahl eines Apfels bis zum Mord. Doch das Schicksal, das diesen Mann ereilte, war nicht streng oder grausam im Sinne seiner Gesetze. Es war absurd. Die Überlieferung, vor allem durch den Historiker Plutarch, versetzt uns auf die Insel Aegina. Dort besuchte Draco ein Theater, um eine Rede zu halten oder einer Aufführung beizuwohnen. Als er die Bühne betrat, wurde er vom Publikum mit einer Welle der Zuneigung empfangen. In der Antike war es ein Zeichen höchster Ehre, einen angesehenen Mann mit Blumen, Hüten oder eben Mänteln zu bewerfen, um seine Anerkennung zu zeigen. Die Begeisterung für Draco an diesem Tag war jedoch grenzenlos. Von allen Rängen flogen ihm die Mäntel und Hemden entgegen. Zuerst war es eine Ehre, dann eine Last. Die Stoffe türmten sich auf ihm, Welle um Welle, schneller als er sie abschütteln konnte. Die Geste der Verehrung wurde zur tödlichen Last. Als die Menge schließlich innehielt und der Jubel abebbte, war es zu spät. Unter dem Berg aus Stoff war der Mann, den sie soeben noch gefeiert hatten, erstickt. Ob der Tod direkt durch das schiere Gewicht der Kleidung eintrat oder ob es ein Kollaps durch die Hitze und den Druck war, bleibt Spekulation. Die Historizität dieser Anekdote wird zwar diskutiert, doch sie hielt sich hartnäckig als eine der seltsamsten Wendungen des Schicksals. Ein Mann, dessen Gesetze den Tod für kleinste Vergehen vorsahen, stirbt durch die überwältigende Zuneigung seiner Anhänger. Die Ironie ist kaum zu überbieten. Ein bizarrer Auftakt für unsere Liste. Wir kommen zu Platz 4 und zu einem Mann, dessen Name zum Synonym für einen zu teuer erkauften Erfolg wurde: Pyrrhos von Epirus. Ein Pyrrhos-Sieg, so nennen wir bis heute einen Triumph, der so verlustreich ist, dass er einer Niederlage gleicht. Dieser Begriff geht direkt auf ihn zurück. Als Verwandter Alexanders des Großen und gefeierter Taktiker galt Pyrrhos als einer der brillantesten, aber auch rastlosesten Feldherren seiner Zeit. Er kämpfte gegen die aufstrebende römische Republik, gegen Karthago und jeden, der sich ihm in den Weg stellte. Im Jahr 272 v. Chr. fand sich dieser Meister der offenen Feldschlacht jedoch in einem für ihn ungewohnten Terrain wieder: den engen, verwinkelten Gassen der Stadt Argos. Ein schmutziger, unübersichtlicher Häuserkampf tobte und nicht nur Soldaten kämpften gegeneinander. Auch die Zivilbevölkerung mischte sich von den Dächern aus in das Geschehen ein. Pyrrhos, mitten im Getümmel, attackierte gerade einen argivischen Soldaten. Dessen Mutter, eine alte Frau, beobachtete die Szene voller Angst von ihrem Dach aus. In panischer Sorge um ihren Sohn griff sie nach dem einzigen, was ihr zur Verfügung stand: einem schweren keramischen Dachziegel. Sie schleuderte ihn nach unten. Der Ziegel traf Pyrrhos mit voller Wucht am Übergang von Helm zu Nacken.
verletzte seine Halswirbelsäule und betäubte ihn. Er stürzte vom Pferd wehrlos am Boden, wo er von feindlichen Soldaten umgehend getötet wurde. Der Mann, der die römischen Legionen an den Rand der Niederlage gebracht hatte, der ganze Königreiche eroberte, wurde nicht durch eine strategische Meisterleistung bezwungen, sondern durch einen Zufallstreffer, einen Akt mütterlicher Verzweiflung und ein Stück gebrannten Ton. Ein Ende ohne jede Würde für einen der größten Krieger der Antike. Unsere Bronzemedaille für den bizarrsten Tod geht an einen Titanen der antiken Philosophie, Chrysippos von Soloi. Chrysippos, der im 3. Jahrhundert vor Christus lebte, galt als der zweite Gründer der Stoa, einer der einflussreichsten philosophischen Schulen der Antike. Er war ein Mann von unvorstellbarem Intellekt und einer fast maschinellen Arbeitsmoral, der Hunderte von Werken verfasst haben soll. Sein gesamtes Lebenswerk war der Logik, der Vernunft und der rationalen Beherrschung der Emotionen gewidmet. Doch sein Ende war alles andere als logisch oder beherrscht. Die Geschichte, überliefert durch den antiken Biographen Diogenes Laertius, beginnt mit einer alltäglichen Szene. Ein Esel hatte sich über die Feigen von Chrysippos hergemacht. Statt sich zu ärgern, fand der Philosoph die Situation urkomisch und rief seinem Sklaven zu: „Gib dem Esel jetzt reinen Wein zu trinken, um die Feigen hinunterzuspülen." Die Vorstellung eines betrunkenen Esels amüsierte den alten Denker so sehr, dass er von einem Lachanfall gepackt wurde. Es war kein einfaches Kichern, die Quellen beschreiben einen Krampf, ein unkontrollierbares, gewaltsames Lachen, das seinen Körper schüttelte, bis er schließlich zusammenbrach und verstarb. Kann man wirklich an Lachen sterben? Medizinisch gesehen ist es extrem selten, aber möglich. Ein solcher Anfall kann einen Herzstillstand, einen Schlaganfall oder sogar die Erstickung auslösen. Der Mann, der lehrte, dass der Verstand über den Körper herrschen muss, verlor die Kontrolle auf die denkbar absurdeste Weise. Ein Philosoph, ausgelöscht durch seinen eigenen Witz. Die Silbermedaille geht an einen Mann, der die Grenzen zwischen Genie, Mystiker und Wahnsinn neu definierte. Empedokles von Akragas. Empedokles, der im 5. Jahrhundert vor Christus auf Sizilien lebte, war weit mehr als nur ein Philosoph. Er war ein Universalgelehrter, Arzt, Dichter, Staatsmann und ein Meister der Rhetorik. Er ist der Denker, der uns die bis in die Neuzeit dominante Lehre von den 4 Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft gab, die durch die Kräfte von Liebe und Streit verbunden und getrennt werden. Doch Empedokles hielt sich nicht nur für einen brillanten Stärklichen, er sah sich als einen Gott im Exil, ein göttliches Wesen, das auf die Erde verbannt wurde. Er trat mit purpurnen Roben und einem goldenen Stirnband auf, um seinen Status zu untermauern, und viele seiner Anhänger glaubten, er könne Krankheiten heilen und sogar das Wetter beherrschen. Sein Tod ist daher keine einfache Geschichte, sondern ein Mythos von unübertroffener Hybris. Die berühmteste Legende, unter anderem überliefert von Diogenes Laertius, besagt, dass Empedokles nach einem Festmahl spurlos verschwand. Er hatte sich allein auf den Weg zum Gipfel des Ätna gemacht, dem aktiven und furchteinflößenden Vulkan, der die Insel dominierte. Dort, am Rande des feurigen Kraters, vollzog er seine letzte, dramatische Handlung. In dem festen Glauben, er würde nicht sterben, sondern als Rauch zu den Göttern aufsteigen und so seine Unsterblichkeit für alle Welt beweisen, stürzte er sich in die glühende Lava. Doch der Vulkan als gleichgültige Kraft der Natur spielte nicht mit. Die Legende besagt, dass der Ätna später nichts weiter ausspuckte als eine seiner bronzenen Sandalen, ein kläglicher, versenkter Beweis seiner einstigen menschlichen Existenz. Wir sind bei Platz 1. Und die Goldmedaille für den bizarrsten Tod der Antike geht, in einer Wendung von unübertroffener literarischer Ironie, an den Mann, der die Tragödie quasi erfunden hat: Aischylos. Aischylos war nicht nur ein Dramatiker, er war der Vater der Tragödie.
Er führte den zweiten Schauspieler ein, schuf den Dialog auf der Bühne und legte damit das Fundament für das gesamte westliche Theater. Sein Lebenswerk drehte sich um die großen Themen: Hybris, Gerechtigkeit und vor allem das Schicksal, die Moira, jene unentrinnbare kosmische Kraft, die das Leben von Göttern und Menschen lenkt. Er schrieb die Drehbücher für das Leid anderer. Wie die antiken Autoren Plinius der Ältere und Valerius Maximus berichten, soll Aischylos von einem Orakel eine düstere Prophezeiung erhalten haben, er würde durch einen Schlag von oben oder ein Himmelsgeschoss sterben. Um diesem Schicksal zu entgehen, tat Aischylos das, was jeder logisch denkende Mensch tun würde: er mied alles, was über seinem Kopf war. Er verließ die Stadt, mied Häuser, Bäume und Dächer. Sein Zufluchtsort wurde das freie Feld, der vermeintlich sicherste Ort unter dem weiten, offenen Himmel. Doch der Himmel hatte andere, perfidere Pläne. Ein Adler oder wahrscheinlicher ein Bartgeier, ein Vogel, der für seine spezielle Jagdtechnik bekannt ist, hatte eine Schildkröte erbeutet. Um deren harten Panzer zu knacken, lassen diese Vögel ihre Beute aus großer Höhe gezielt auf Felsen fallen. An diesem schicksalhaften Tag erblickte der Vogel aus der Luft einen perfekten, glatten und sonnenbeschienenen Felsen, die Glatze des Aischylos. Der Vogel ließ los. Das Himmelsgeschoss des Orakels war kein Blitz und keine göttliche Waffe, sondern eine unglückliche Schildkröte auf dem Weg zum Mittagessen. Sie traf den Dramatiker und tötete ihn auf der Stelle. Die Ironie ist vollkommen. Der Mann, der sein Leben lang über das unausweichliche Schicksal schrieb, wird zum Opfer einer perfekten, tragischen Inszenierung des Schicksals selbst. Sein verzweifelter Versuch, dem Tod zu entkommen, führte ihn direkt in dessen Arme. Aischylos' Tod ist die ultimative Demonstration, dass die Realität oft seltsamer, absurder und tragischer ist als jede Fiktion. Ein Ende so perfekt in seiner Bizarrerie, dass selbst der Meister der Tragödie es nicht besser hätte schreiben können. Vom Lachanfall bis zur herabfallenden Schildkröte, die Antike hatte wahrlich kreative Wege, das Leben zu beenden. Welcher Tod war für dich der seltsamste? Schreib es in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal für mehr seltsame Geschichten und Katastrophen aus der Vergangenheit. Bis zum nächsten Mal.